Hallo Freunde. Kapitel 1: Der goldene Käfig. Lena stand am Panoramafenster ihres Wohnzimmers und blickte auf die Abendstadt, die mit Lichtern übersät war. Aus dem 20. Stock schien das Leben dort unten so weit und unbedeutend wie ein Spielzeug zu sein. Das gleiche Spielzeug schien ihr manchmal ihre eigene Existenz zu sein. Ihre Wohnung war ein Vorbild für Geschmack und Wohlbefinden. Designreparaturen, teure Möbel, Gemälde an den Wänden, die, wie ihr Mann versicherte, man muss sich fühlen können. Lena fuhr mit den Fingern über sie, fühlte aber nur eine kalte Leinwand. Hier war alles seine Wahl, sein Geld, seine Welt. Sie war nur ein elegantes Accessoire in dieser Welt. Die Frau des erfolgreichen Architekten Anton Orlov. Als sie das Klicken des Schlüssels im Schloss hörte, zuckte sie wie eine Schülerin, die hinter einer verbotenen Beschäftigung gefangen war. Schnell korrigierte sie ihr Seidenkleid und machte ein Gesicht, das er liebte, ruhig, friedlich, mit einem leichten Lächeln. Anton ging hinein und trug den Duft von teurem Parfüm und abendlicher Kühle mit sich. Er war wunderschön, selbstbewusst wie ein Kreuzer auf hoher See. Sein Kuss auf die Wange war derselbe wie immer, trocken und präzise. Wie war der Tag, Schatz? Sein Standardsatz. Er sah sie nicht einmal an, legte die Aktentasche beiseite und zog die Uhr ab. Alles ist gut, antwortete sie in ihrem Standardton. Das Abendessen ist fertig. Am Tisch herrschte gewohnheitsmäßiges Schweigen, gelegentlich unterbrochen von seinen Monologen über die Arbeit, neue Verträge, schwierige Kunden. Lena nickte, gab zu, aber ihre Gedanken waren weit weg. Sie fing sich an, die Muster auf der Tapete zu betrachten, und erinnert sich, wie sie heute Nachmittag zu Tränen im Park lachte und einen unverschämten Spatz von der Hand fütterte. Einfach, dumm, aber so ein lebendiges Vergnügen. Warte morgen nicht auf mich zum Abendessen, sagte Anton und schob den Teller weg. Wichtige Gespräche mit deutschen Partnern. Wir werden im Club zu Abend essen. Lena nickte nur. Wichtige Gespräche, dieser Satz klang immer öfter in ihrem Haus. Früher war sie eifersüchtig und stellte junge, ehrgeizige Mädchen vor, die ihren Mann mit Anbetung anstarrten. Jetzt hat es sie fast nicht berührt. Die Leere im Inneren war sicherer als jede Rüstung. Aber an diesem Abend hat etwas geklickt. Vielleicht ist das Spiegelbild im dunklen Fenster das müde Gesicht einer Frau in einem schönen, aber freudlosen goldenen Käfig. Vielleicht die Stille, die zu laut geworden ist. Anton, begann sie leise, ich möchte zur Arbeit gehen. Er hob die Augen auf sie und hob überrascht ihre Augenbraue hoch. Arbeiten? Wozu? Du hast alles. Haus, meine Karte, Spaß. Dein Job ist es, meine Frau zu sein. Und du gehst brillant damit um. In seiner Stimme war keine Bosheit. Nur eine kalte, unbestreitbare Überzeugung. Es war tausendmal schmerzhafter. Ich fühle mich nicht lebendig, atmete sie aus und drückte eine Serviette an meinen Knien zusammen. Ich möchte etwas tun. Vielleicht zu Kursen gehen. Lena, hör auf, schnitt er ab, und in seinem Ton tauchten Stahlnoten auf. Ich habe genug Stress bei der Arbeit. Mach es nicht schlimmer. Deine Hobbys kosten mich rund um die Uhr, und ich beschwere mich nicht. Stell dir keine Probleme vor. Er stand auf und ging mit einem Schloss in das Büro. Seine Festung. Ihr Gefängnis. Lena saß allein an einem riesigen Tisch und starrte auf das kühlende Essen. Es war ein Kom im Hals. Es gab keine Tränen. Sie sind vor langer Zeit getrocknet. Es gab nur eine bittere, klare Erkenntnis, so kann es nicht mehr weitergehen. Sie wird ersticken. Am nächsten Morgen, nachdem sie Anton verbracht hatte, fuhr sie nicht wie geplant zum Spa. Stattdessen trug sie eine einfache Jeans und einen Pullover, packte ihre Haare zu einem lässigen Schwanz und fuhr in ein altes Viertel der Stadt, wo sie einst mit ihrer Mutter lebte, in einer kleinen, aber gemütlichen Wohnung. Sie ging in einen kleinen Antiquitätenladen Flohparadies, der nach alten Büchern und Wachs riecht.
Es war eng, gemütlich und hoffnungslos unmodern hier. Genau das, was sie brauchte. Der Besitzer des Ladens, ein älterer Mann mit guten Augen, reparierte etwas hinter der Theke. Er schaute sie an und lächelte. »Wie kann ich helfen, Mädchen?« »Ich weiß es nicht«, sagte Lena verwirrt. »Nur zuschauen.« Sie wanderte zwischen den Regalen herum und berührte schäbige Buchwurzeln, staubige Vasen, seltsame Mechanismen, an die sich niemand mehr erinnern konnte. Und plötzlich fiel ihr Blick auf eine alte Schmuckschatulle. Aus Holz, abgenutzt, mit Perlmutteinlage. Sie hatte es geöffnet. Im Inneren lagen verrostete Fingerhüte, verwickelte bunte Fäden und im geheimen Fach ein vergilbtes Foto. Auf dem Foto war ein junges Paar. Das Mädchen, das vor Glück strahlte, umarmte einen ernsthaften Mann in einer Soldatenuniform. Sie sahen einander so an, wie Lena und Anton es nie sahen. In der Ecke des Fotos stand die Inschrift, Liebe für alle Zeiten. Dein B. Etwas hat sich in Lena eingeklemmt. Bitterkeit, Neid auf dieses unbekannte Mädchen aus der Vergangenheit, das wahre Liebe hatte. Ein schönes Ding, oder? Sagte der Ladenbesitzer und kam näher heran. Sie hat eine Geschichte, es fühlt sich an. Soll ich es Ihnen erzählen? Lena nickte, konnte ihre Augen nicht vom Foto abreißen. Diese Schatulle wurde vor 10 Jahren von einer alten Dame mitgebracht. Ich verkaufte es, bevor ich zu den Kindern ging. Sie sagte, es sei das Hochzeitsgeschenk ihrer Mutter. Und ihr Ehemann, derselbe B mit dem Foto, Wladimir, ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Vermisst werden. Sie hat nie geheiratet, sie hat den Sarg für den Rest ihrer Tage aufbewahrt. Sie sagte, ihr Glück lebt darin, kurz, aber echt. Lena hat Tränen bekommen. Sie wischte sie mit der Rückseite ihrer Handfläche ab und lächelte verlegen. Ich werde es kaufen, sagte sie mit Nachdruck. Nehmen Sie es, Mädchen. Vielleicht fällt Ihnen auch ein bisschen Glück ein, winkte ihr der alte Mann zu. Zu Hause, als Anton noch nicht zurückkam, stellte sie die Schatulle auf den Schminktisch in ihrer Garderobe. Neben Diamantohrringen und Platinringen sah sie wie eine arme Verwandte aus. Aber für Lena war sie teurer als alle Juwelen. Es war ihr kleiner Akt des Ungehorsams. Ihr Geheimnis. Am Abend kam Anton wie immer zu spät. Er ging ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen, und sein Blick fiel auf die Schatulle. Was ist das für ein alter Müll? Er hat sich verdreht. Das sind Antiquitäten, sagte Lena leise. Mir hat es gefallen. Er schnaubt. Ich habe gefunden, wo man schmeckt. Wirf es weg, hier ist kein Müll. Er nahm den Sarg mit, um ihn wegzunehmen. Nein, rief Lena so scharf und laut, dass sie selbst Angst hatte. Sie nahm den Sarg aus seinen Händen und drückte ihn an seine Brust. Das Herz schlug irgendwo im Hals. Anton sah sie mit einer Überraschung an, die schnell durch Irritationen ersetzt wurde. Du benimmst dich komisch, Lena. Beruhige dich. Es ist nur ein Stück Holz. Es ist nicht nur ein Baum für mich, sie atmete aus, und ihre Stimme zitterte. Er schüttelte den Kopf und tötete sie mit einem Blick voller verächtlich Bedauern. Wer weiß? Deine Kakerlaken sind deine Probleme. Nur dass dieser Müll nicht sichtbar ist, wenn die Gäste kommen. Er drehte sich um und ging. Lena stand, drückte den Sarg an ihre Brust und spürte die Rauheit des Baumes auf ihren Handflächen. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlte sie keine Leere, sondern etwas anderes. Ein kalter, fester Punkt der Entschlossenheit irgendwo tief im Inneren. Es war ihr Territorium. Ihr kleiner Brückenkopf. Und sie wird es für nichts zurückgeben. Kapitel 2 – Schatten des Zweifels. Die Schatulle wurde zum Ausgangspunkt. Lena begann, wie besessen, alle Tage im Flohparadies zu verbringen. Sie half dem Besitzer, der Grigori Iwanowitsch hieß, Ordnung zu schaffen, Dinge zu katalogisieren, mit seltenen Käufern zu kommunizieren. Sie lernte, Bronze vom Messing zu unterscheiden, Porzellan aus dem frühen 20. Jahrhundert vom spätsowjetischen.
Eine Welt voller Geschichte und Seele hat sie mit ihrem Kopf gefangen. Grigori Iwanowitsch wurde für sie nicht nur ein Mentor, sondern auch fast ein Freund. Er war ein wenig wortreich, aber weise. Er sah ihre Sehnsucht und stellte nie unnötige Fragen. Eines Tages fand Lena, als sie eine Reihe alter Bücher zerlegte, einen schäbigen Band von Anna Achmatos Gedichten. Sie öffnete es auf einer zufälligen Seite und las: Und wenn das Licht in diesem Obergeschoss anzündet, dann ist es nur, weil ich zu dir bete. Sie schloss die Augen. Sie wollte so sehr, dass das Licht in ihrem Obergeschoss leuchtet. Damit jemand für sie betet. In diesem Moment läutete die Glocke über der Tür. Ein Mann betrat den Laden. Nicht wie Anton, in seinem teuren, an den Körper genagelten Anzug. Dieser trug eine abgenutzte Lederjacke, Jeans, seine Haare waren leicht vom Wind zerzaust. Er war 35 Jahre alt und hatte eine ruhige, etwas müde Güte in seinen Augen. Mark, hallo. Grigori Iwanowitsch hat sich gefreut. Lena, das ist Mark, mein alter Freund, der Restaurator. Er rettet vor dem Tod solche, wie ich es habe. Er zeigte es in die Regale. Mark lächelte, und um seine Augen versammelten sich Falten. Gregory, sei nicht bescheiden, du hast hier ein Lagerhaus. Sein Blick ging auf Lena über, und er nickte leicht. Mark. Lena, antwortete sie und fühlte sich irgendwie errötet. Es stellte sich heraus, dass Mark Grigori Iwanowitsch ein restauriertes Fernglas mitgebracht hatte. Sie haben sich unterhalten. Mark erwies sich als überraschender Gesprächspartner. Er sprach nicht über Geld und Status, sondern darüber, wie der Baum unter dem Lack atmet, wie man die ganze Geschichte der Pflanze durch das Etikett auf Porzellan erkennen kann, wie die Patina auf Bronze kein Schmutz ist, sondern ein Zeugnis der Zeit. Lena hörte mit angehaltenem Atem zu. Sie hat jedes Wort von ihm gefangen. In seiner Gegenwart fühlte sie sich nicht wie eine dumme Puppe, sondern wie eine interessante Person. Er fragte nach ihrer Meinung, und sie hatte etwas zu sagen. Seit diesem Tag kam Mark öfter vorbei. Erst geschäftlich, dann einfach, im Vorbeigehen. Sie konnten stundenlang über Kleinigkeiten sprechen, und diese Kleinigkeiten schienen Lena wichtiger zu sein als alle globalen Finanznachrichten, die Anton übermittelte. Eines Tages ging Gregory Iwanowitsch geschäftlich weg und ließ sie allein. Der Laden roch nach Kaffee, den Mark gebraut hat. Es regnete ruhig im Herbst. Weißt du, Lena, sagte Mark nachdenklich und blickte aus dem Fenster auf die nassen Dächer, du scheinst verloren zu sein. Es ist, als ob du nicht an deiner Stelle bist. Seine Worte haben genau das Ziel getroffen. Lena senkte ihre Augen. Sie wollte reden, alles über den goldenen Käfig erzählen, über die Lehre, über ihren Ehemann, der nur einen Teil des Innenraums darin sieht. Es passiert, konnte sie nur aus sich herausdrücken, weil sie Angst hatte, in Tränen auszubrechen. Mark berührte sanft ihre Hand. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verärgern. Es ist nur, es scheint mir, dass ein wunderbares Licht in dir verborgen ist. Und es ist schade, wenn es erlischt. Sie starrten einander in einer Stille an, die nur durch ein Klopfen von Tropfen auf das Glas unterbrochen wurde. Und in diesem Moment erkannte Lena, dass sie nicht nur von seiner Aufmerksamkeit berührt war. Sie verliebt sich. Schnell, hoffnungslos und so verzweifelt wie nie im Leben. Ihre Begegnungen wurden zu ihrem geheimen Leben. Ihr persönlicher Schatz, wertvoller als alle Diamanten von Anton. Sie hat ihrem Mann angelogen, dass sie zu Keramikkursen geht. Anton schmunzelt nur, wieder ist Geld im Wind. Er vergaß seine Existenz bis zum Abend. Eines Abends, als sie nach einem Gespräch mit Mark über eine Reise nach Italien zu einer Antiquitätenausstellung nach Hause zurückkehrte, fand sie Anton nicht im Büro, sondern im Wohnzimmer. Er saß im Dunkeln auf einem Stuhl und hatte ihr Handy in der Hand. Lena hat an der Schwelle gefroren. Ein eisiger Strahl der Angst lief über den Rücken. Keramikkurse, sagst du? Seine Stimme war leise und erschreckend. Er hob ihre Augen auf sie.
Sie hatten weder Wut noch Eifersucht. Nur eine kalte, räuberische Gewissheit. Ich frage mich, ob Glebüsch dein Töpferlehrer ist? Glebusch. So wurde Mark in seinem Telefon aufgezeichnet. Nur für den Fall. Dumme, kindliche Vorsichtsmaßnahme. Anton, ich, riss ihre Stimme verräterisch zu. Sei still, schnitt er ab. Er stand auf und näherte sich ihr langsam. Ich habe es verstanden. Du, eine gelangweilte Hausfrau, hast eine Leidenschaft für Spa-Salons entwickelt, die interessanter sind. Wie kitschig, Lena. Ich dachte, du wärst klüger. Er hat nicht geschrien. Er sprach ruhig, mit verächtlicher Verachtung. Ich habe nicht mit ihm geschlafen. Sie rief aus und spürte, wie das Gesicht brennt. Was ist der Unterschied? Er grinste. Du hast ihm geschrieben, dass du dich darauf freust, dich zu sehen. Dass er der Einzige ist, der dich versteht. Das ist schon Verrat, Schatz. Verrat ist in deinem leeren Kopf. Er warf das Telefon auf das Sofa. Er stand so nahe, dass sie seinen Atem spürte. Weißt du, was ich jetzt tun werde? Er flüsterte. Nichts. Absolut nichts. Weil du mir nicht so wichtig bist, um Gefühle für dich auszugeben. Aber denk dran. Er lehnte sich noch näher, und seine Worte steckten sich wie Klingen hinein. Du bist meine Frau. Du bist ein Teil meines Lebens, meines Images. Und ich werde nicht zulassen, dass eine staubige Romantik mit einem Restaurator das, was ich gebaut habe, ruiniert. Vergiss ihn. Vergiss diesen Laden. Vergiss deinen dummen Versuch, jemand zu werden. Du gehörst mir. Und der Punkt. Er drehte sich um und ging ins Büro. Die Tür öffnete sich wieder. Lena stand mitten im dunklen Wohnzimmer und schüttelte wie ein Espenlaub. Demütigung, Angst und Wut haben in ihr gekämpft. Er war nicht eifersüchtig. Er hat sein Eigentum geschützt. Sein Image. Sie ging zum Fenster und starrte auf die Lichter der Stadt, die ihr einst so weit entfernt schienen. Jetzt schienen sie ein Spott zu sein. Sie wurde gefangen. Er wusste alles. Und er wird sie nicht gehen lassen. Nie. Aber an diesem Abend, durch Angst und Verzweiflung, brach ein neues Gefühl durch, ein scharfes, rasiermesserscharfes Verlangen zu kämpfen. Er nahm ihr die letzte Illusion einer glücklichen Ehe weg. Jetzt hatte sie nichts zu verlieren. Sie ging leise in die Garderobe, nahm die Schatulle und drückte sie an ihre Brust. Sie sah sich ein Foto eines Liebespaares an. Ich werde nicht wie sie sein, flüsterte sie in die Stille. Ich werde nicht ewig auf jemanden warten, der nicht zurückkommt. Ich werde gehen. Aber wie? Sie hatte nicht ihr Geld, ihre Verbindungen, ihren Platz in der Welt. Anton hat alles kontrolliert. Ihr Pass lag in seinem Safe. Die Flucht schien unmöglich. Am nächsten Morgen verhielt sich Anton so, als wäre nichts passiert. Er war kalt korrekt. Beim Frühstück berichtete er, dass sie in einer Woche einen großen Empfang für die Unterzeichnung eines Vertrages durch seine Firma mit den gleichen deutschen Partnern geplant hätten. Ich erwarte, dass du perfekt aussiehst und dich benimmst, sagte er, ohne sie anzusehen. Das ist mir sehr wichtig. Für uns. Das war keine Bitte. Das war ein Befehl. Und Lena erkannte, dass es ihr Test war. Ihr erster Kampf. Sie musste ausharren. Sie nickte mit gesenkten Augen. Okay, Anton. Ich verstehe alles. Sie hat es verstanden. Sie wusste, dass das Spiel gerade erst beginnt. Und dass die Wetten in ihr Leben sind. Kapitel 3: Verstecken spielen. Der Empfang war in vollem Gange. Ihre geräumige Wohnung füllte sich mit lauten Stimmen, Gelächter, dem Klingeln von Gläsern. Männer in teuren Anzügen, Frauen in Abendkleidern, die nach Geld und einer begrenzten Menge an Fantasie rochen. Lena in einem exquisiten, dunkelblauen Kleid, das Anton persönlich ausgesucht hat, spielte ihre Rolle einwandfrei. Sie lächelte, hielt weltliche Gespräche aufrecht,
war freundlich zu den deutschen Partnern. Sie ist die perfekte Gastgeberin, die Dekoration ihres Mannes. Anton hat sie nicht aus den Augen verloren. Sein Blick war ruhig, aber in seiner Tiefe lauerte ein Stahlhaken der Kontrolle. Er beobachtete jede ihrer Bewegungen, jedes Wort. Er hat sie überprüft. Lena fühlte sich wie eine Marionette. Aber in ihr tobte ein Sturm. Der Plan, der aus Verzweiflung geboren wurde, war verrückt und riskant. Aber sie hatte keine andere Wahl. Während einer weiteren Gesprächsrunde über Investitionen und Marktaussichten rutschte ihr Blick über die Gäste und erstarrte. An einem großen Aquarium, mit einem Glas in der Hand, stand eine Mark. Er trug einen Anzug. Nicht so makellos wie die anderen, aber es saß erstaunlich natürlich darauf. Er sah sie an, und es gab weder einen Vorwurf noch eine Frage in seinen Augen. Nur stille Unterstützung. Lenas Herz ist in die Fersen gegangen. Wie kam er hierher? Wer hat ihn eingeladen? Sie traf ihn nur eine Sekunde lang mit einem Blick, aber das reichte aus, um die Wärme, die Kraft verleiht, durch den Körper zu fließen. Anton bemerkte die Richtung ihres Blicks und runzelte die Stirn. Er ging zu ihr, nahm sie unter den Ellbogen und drückte sie so zusammen, dass sie verletzt wurde. »Wer ist das?« Er fragte leise, ohne seinen Gesichtsausdruck zu ändern. »Ich weiß es nicht«, lügt Lena und lässt ihre Stimme glatt klingen. »Wahrscheinlich einer der Partner deiner Gäste.« Anton murmelte sich etwas unter die Nase und führte sie in die andere Seite des Raumes, weg von Markus. Lena hat kaum gehört, was ihr gesagt wurde. Ihr ganzes Wesen konzentrierte sich auf den Plan. Sie musste kurz gehen. Alles war fertig. Eine halbe Stunde später, als Anton den Deutschen leidenschaftlich etwas bewies, entschuldigte sie sich und verließ das Wohnzimmer und tat so, als würde sie ins Schlafzimmer gehen, um ihr Make-up zu korrigieren. Stattdessen rutschte sie in Antons Büro. Das Herz schlug, als wollte es aus der Brust springen. Sie wusste, dass sie alles riskieren würde. Wenn er jetzt reinkommt. Sie näherte sich dem Safe, der hinter dem Gemälde in die Wand eingebaut war. Die Kombination hatte sie vor einer Woche gesehen, als er, der sich seiner Straflosigkeit sicher ist, sie bei ihr annahm. Ihre Finger zitterten. 173401, das Datum ihrer Hochzeit. Zufall. Der Safe klickte leise. Sie hat die schwere Tür beiseite geschoben. Darin lagen Aktenordner, Verträge, ihr Pass und ein dickes Päckchen Geld. Dollar und Euro. Sie hat nicht gezählt. Sie steckte ihren Reisepass und ihr Geld in eine kleine Samthandtasche, die sie in ihren Händen hielt. Sie schloss den Safe und brachte das Bild wieder an ihren Platz zurück. Sie hat sich bereits umgedreht, um zu gehen, als ihr Blick auf einen der Ordner fiel. Sie lag getrennt, ohne Aufschrift. Etwas hat in ihr geklickt. Intuition? Sie hat den Ordner geöffnet. Darin lagen Fotos. Nicht sie und nicht die Marke. Alte, abgenutzte Bilder. Auf einem war eine junge Frau mit einem Kind in ihren Armen. Das Kind war 3 Jahre alt. Lena hat das Foto umgedreht. Auf der Rückseite stand eine knorrige Handschrift, Katja und Sergej, 2015. 2015, als sie und Anton gerade erst anfingen, sich zu treffen. Das Jahr, in dem er ihr ewige Liebe schwor und sagte, sie sei die Einzige. Lena fiebert anderen Fotos entgegen. Eine Frau und ein heranwachsender Junge. Auf dem letzten Foto war der Junge 7 Jahre alt. Er war ein gegossener Anton. Die gleichen Augen, der gleiche Lippenschnitt. Lena hat schräge Beine. Sie lehnte sich an die Wand, um nicht zu fallen. Es war ein ohrenbetäubendes Klingeln in den Ohren. Anton hatte ein Kind. Sohn. Irgendwo da draußen, in einem anderen Leben, von dem sie absolut nichts wusste. All ihre Vorstellungen von ihrem Ehemann, ihrer Ehe, seiner kalten, aber dennoch logischen Grausamkeit, brachen in einem Augenblick zusammen. Er war mehr als nur ein Tyrann.
Er war ein Lügner. Er baute ihre Ehe auf einem Fundament aus Täuschung auf. Sie hörte Schritte im Flur. Ich habe die Fotos schnell wieder in einen Ordner gesteckt, in einen Safe gesteckt und geschlossen. Kaum hatte sie es geschafft, von der Wand abzuprallen, sah sie Anton in der Tür. Sein Gesicht war durch Wut verzerrt. »Was machst du hier?« Er zischte. Ich habe nach dir gesucht«, schmunzelte sie. »Die Deutschen wollen einen Toast anbieten. Es kann nicht ohne dich sein.« Er tötete sie mit einem verdächtigen Blick, rutschte mit seinen Augen durch den Safe. »Ich habe das Bild vor Ort gesehen. Gehst. Ich bin jetzt da«, warf er ein. Lena kam heraus und spürte, wie die Knie zitterten. Sie ging ins Wohnzimmer, goss sich mit Eisfingern Wasser ein. Die Welt ist umgekippt. Sie dachte, sie würde für ihre Freiheit aus einer seelenlosen Ehe kämpfen. Und es stellte sich heraus, dass sie nur ein Bauer in einem fremden, viel schmutzigeren Spiel war. Sie hat Mark gesehen. Er sah sie ängstlich an. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf. Nicht jetzt. Der Rest des Abends verlief für sie im Nebel. Sie lächelte, nickte, sagte etwas Angemessenes, hörte sich aber nicht von sich selbst. Es gab nur einen Gedanken in seinem Kopf, er hat einen Sohn. Er hat eine andere Familie. Als der letzte Gast gegangen war, herrschte in der Wohnung eine Totenstille. Anton zog seine Jacke aus und löste die Krawatte. Er sah müde, aber zufrieden aus. Der Empfang war erfolgreich. »Nun«, sagte er und näherte sich ihr. »Es sieht so aus, als hättest du deine Lektion gelernt.« »Ich habe mich anständig benommen.« Lena schwieg. Sie sah ihn an und es gab etwas Neues in ihrem Aussehen. Keine Angst, sondern ein kaltes, rücksichtsloses Studium. »Wer war diese Frau, Anton?« fragte sie leise. Er hat gefroren. Auf seinem Gesicht blitzte für eine Sekunde eine echte Überraschung auf, die sofort durch die gewohnte Maske der Arroganz ersetzt wurde. »Wovon redest du?« Rollend. 2015, der Junge. Sergei. Sie sprach diese Worte klar aus wie ein Hammer. Antons Gesicht ist weiß geworden. In seinen Augen brach Wut aus, diesmal aber Panik aus. Er trat zu ihr. »Hast du in meinen Safe geklettert?« Seine Stimme war ein heiseres Flüstern. »Antworte mir. Wer sind Sie?« Er packte sie an den Schultern, schüttelte sie. »Es geht dich nichts an. Das war vor dir.« »Vor mir?« Sie lachte, und ihr Lachen klang hysterisch. »Das Kind ist 7 Jahre alt, Anton. Wir sind 6 verheiratet. Es war nicht vorher, es war parallel.« Er lehnte sich von ihr ab, als ob ihre Worte ein glühendes Eisen waren. Er ging mit geballten Fäusten durch den Raum. »Okay«, atmete er aus und hielt an. »Gut. Ja, ich hatte eine Affäre. Ein Kind wurde geboren. Ich zahle Unterhalt. Ich stelle sie zur Verfügung. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Keine Beziehung?« Lena sah ihn mit eisiger Verachtung an. »Du hast unser Leben auf Lügen aufgebaut. Du hast mich für jedes Lächeln, jede Freude, schuldig gefühlt. Du hast mich in einem Käfig gehalten und vorgegeben, einen beleidigten Ehepartner zu sein. Und er selbst führte die ganze Zeit ein Doppelleben.« Sie kam ihm nahe. In ihren Augen brannte ein Feuer, das er noch nie zuvor gesehen hatte. »Du bist ein Lügner. Und ein Verräter. Ich habe es nicht verraten, Anton. Du hast mich am Tag unserer Hochzeit verraten.« Er sah sie an, und Wut, Angst und ein neuer, seltsamer Respekt kämpften in seinem Blick. »Was willst du?« schließlich fragte er, und zum ersten Mal erklang Unsicherheit in seiner Stimme. Lena atmete tief durch. Es war ihre Sternstunde. »Ich möchte eine Scheidung. Schnell und leise. Ohne das Eigentum zu teilen. Ich überlasse dir diesen ganzen Müll.« Sie hat ein luxuriöses Wohnzimmer mit der Hand umrundet.
Ich nehme nur meine persönlichen Sachen und den Baum, den du so sehr wegwerfen wolltest. Und du gibst mir Geld. So viel, damit ich ein neues Leben beginnen kann. Und suche dich niemals mit Bitten. Er sah sie an und schätzte sie. Ein kalkulierter Architekt hat darin die Risiken schnell abgewogen. Der Skandal, die Öffentlichkeit, Fragen von deutschen Partnern, mögliche Ansprüche von Katja, wenn diese Geschichte auftaucht. Eine ruhige, überschaubare Scheidung war für ihn der beste Ausweg. Und wenn ich mich weigere, er hat das letzte Schlupfloch überprüft. Dann gehe ich morgen zu deinen wertvollen Deutschen und zeige ihnen Fotos von deinem Sohn. Und wie hast du, ein vorbildlicher Familienvater, seit 6 Jahren auch mich betrogen, und wahrscheinlich auch sie, weil du sie kaum über deine familiären Umstände informiert hast? Er erkannte, dass er verloren hatte. Schachmatt. Sein eigenes Geheimnis, sein Verrat, wurde zu ihrer Waffe. Er nickte langsam, gut. Du wirst bekommen, was du willst. Lena drehte sich um und ging weg. In die Garderobe. Zu deiner Schatulle. Sie fühlte weder Freude noch Feier. Nur eine riesige, alles verzehrende Müdigkeit und ein bitterer Niederschlag in der Seele. Sie sah sich ein Foto von Liebenden in einer Schatulle an. Liebe für alle Zeiten. Ihre Liebe zu Anton starb, bevor sie geboren wurde. Ihr entstehendes Gefühl für Mark wurde durch das giftige Wissen über die Lüge, in der sie lebte, überschattet. Aber sie war frei. Die Freiheit roch nicht nach frischem Wind, sondern nach dem Staub eines alten Antiquitätengeschäfts und nach bitterer Wahrheit. Aber es war ihre Wahrheit. Und ihr Leben. Sie öffnete ihre Handtasche, berührte ihren Reisepass und eine Packung Geld. Morgen beginnt eine neue Geschichte. In der Zwischenzeit musste sie diese Nacht einfach überstehen. Letzte Nacht im goldenen Käfig. Epilog, 1 Jahr später. Der kleine Laden Flohparadies hat sich verwandelt. Jetzt prangen auf dem Schild neben dem Namen bescheiden die Worte Restaurierungswerkstatt. In der Vitrine standen nicht nur staubige Schmuckstücke, sondern sorgfältig restaurierte Dinge, jedes mit Geschichte. Lena, mit den sonnigen Hasen in den Augen, hat eine alte Uhr im Regal platziert. Sie trug ein einfaches Kleid, ein Tuch und ein Glas Politur in ihren Händen. Sie hat nicht nur gearbeitet, sie hat jede Minute gelebt. Die Tür mit der Glocke öffnete sich. Mark kam herein. Er trug 2 Tassen Kaffee und sah Lena mit einer Zärtlichkeit an, von der sie noch immer im Inneren warm war. Wie läuft es, Herrin? Er lächelte und übergab ihr einen Kaffee. Langsam. Sieh mal, diese Uhr ist fast fertig. Es scheint, dass sie wieder gehen wollen. Sie standen Schulter an Schulter, in ihrer kleinen Welt voller Wärme und Sinn. Der Sieg gab ihr einen teuren Preis, ein Nervenzusammenbruch, Monate der Therapie, um sich von Jahren emotionaler Gewalt zu erholen, und ein bitterer Tiefgang, wie leicht Anton sich von ihr trennte, um nur sein Image zu bewahren. Aber sie hat es geschafft. Ihr Handy vibrierte. Es kam eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Lena runzelte die Stirn und öffnete es. Lena, das ist Katja. Wir kennen uns nicht, aber ich bin die Mutter Ihres Ex-Mannes, Ihres Kindes. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Anton ist verschwunden. Die Bank hat den Kredit für ihr Megaprojekt zurückgezogen, die Kontrollen haben begonnen. Er ist einfach vor 3 Tagen verschwunden, hat sich nicht gemeldet. Mit mir, mit meinem Sohn. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ihre Nummer in seinen alten Papieren gefunden. Du bist die Einzige, die ihn wirklich kannte. Lena senkte langsam ihr Telefon. Die Vergangenheit, die sie begraben wollte, klopfte wieder an ihre Tür. Aber jetzt war es kein gewaltiges Klopfen des Besitzers, sondern ein verzweifelter Hilferuf aus den Ruinen, die sie selbst einst verlassen hatte. Sie sah Mark an, ihren gemütlichen, ehrlich verdienten Laden, ihre Arbeitshände. Sie war frei. Und jetzt musste sie sich entscheiden, die Vergangenheit der Vergangenheit überlassen oder einer Hand ausstrecken, die wie sie einst in den Folgen des Verrats anderer gefangen war.